70–80% der Patienten, die wir behandeln, sind Patienten mit chronischen Erkrankungen, mit Zivilisationserkrankungen. Vor 30 Jahren hat man dann Diabetes bei mir festgestellt, erst mit Tabletten behandelt und seit 20 Jahren bin ich insulinpflichtiger Diabetiker. Alle chronischen Erkrankungen haben eins gemeinsam, dass dass die Patienten ein Stoffwechselproblem haben, was ganz häufig assoziiert ist mit einer erhöhten Entzündungstätigkeit. Er hat die Aussage getroffen, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Und ich litt in den Jahren, also bevor ich hierher kam, litt ich immer den ganzen Tag über eine lebende Müdigkeit und keiner konnte mir erklären, woran das liegt. Man weiß heute, die Fettleber steht im Mittelpunkt vieler Erkrankungen wie Typ 2 Diabetes, Bluthochdruck etc. Und ich habe immer nach einem einfachen, im Alltag umsetzbaren und erfolgsorientierten Konzept gesucht und das habe ich mit Bodymate gefunden. Und wir reden bei Bodymate von einem arztgestützten Konzept. Es geht nicht primär ums Abnehmen, Bikini-Figur, sondern es geht um Patienten gesünder zu machen. Dazu muss man bei den meisten heute diese Stoffwechselblockade Leberverfettung lösen. Und dann geht es ums Abspecken, nicht um Gewichtsreduktion. Ganz häufig ist diese chronische Entzündungstätigkeit assoziiert mit einem erhöhten viszeralen Fettanteil und mit einer zu geringen Muskelmasse. Das ist ja der positive Gegenspieler. Unsere bewegte Muskulatur ist der positive Gegenspieler des Viszeralfetts. Da brauche ich natürlich eine Methode, die jetzt nicht Gesamtkörperfett misst, oder Sie kennen auch so Fettwagen oder sowas, sondern ich brauche eine Methode, die genau hinschaut. Was am rechten Arm, am linken Arm, am rechten Bein, was ist Viszeralfett? Ja? Und insofern ist das interessant eigentlich für alle chronischen Erkrankungen. Eigentlich hat jeder einen Informationsgewinn, wenn er sich da drauf stellt. Und wenn wir sagen, die Muskelmasse wollen wir verbessern, dann können wir auch sagen, Beine sind gut, aber Oberkörper ist schlecht. Vielleicht kommt daher deine Rückenprobleme. Ja? Oder ich sehe, dein Fett sammelt sich in der Mitte an. Da müssen wir ran. Dann machen wir zuerst Leberfast, nicht Bodymate. Das heißt, ich kann dem Patienten auch erklären, warum ich was mache. Er kann es nachvollziehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nur dadurch verbessere ich auch die Compliance. Ich bin motiviert, das zu machen. Ich sehe die Erfolge. Ich kann die Erfolge anhand von Zahlen, von Messwerten nachvollziehen. Das Gerät rechnet sich dadurch, dass ich die Patienten besser ansprechen kann, besser motivieren kann und dann tatsächlich mehr Patienten zu uns bekomme in die Ernährungsberatung bzw. dann langfristig auch in den Trainingsbereich. Ich sage immer, ein Kardiologe ohne EKG geht eigentlich nicht. Oder ein Gastroenterologe, der kein Endoskop hat, also nicht eine Magenspiegelung oder eine Darmspiegelung machen kann, das geht eigentlich nicht. Und Ernährungsberatung, wenn man heute sagt, es kommt darauf an, Fett zu reduzieren, Adipositas wird definiert als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfettes. Und wenn ich das gar nicht messen kann, ja, dann kann ich auch Kaffeesatz lesen. Natürlich haben wir Patienten, die nehmen 10, 20, 30, 40 oder 50 Kilo ab. Die verlieren ihren Diabetes, die verlieren ihren Bluthochdruck und das in absehbarer Zeit. Also jemand, der quasi nur in Anführungsstrichen 5, 6, 7, 8 Kilo Übergewicht hat oder auch 10 Kilo Übergewicht hat und das an der falschen Stelle, der wird in 12 Wochen, hat er keine Medikamente mehr. Der hat ein normales Labor, der hat ein Viszeralfett, was im Normbereich liegt. Und ist nicht mehr chronisch krank. Also es hätte mich nicht besser treffen können. So muss ich das schon sagen.